Ihr wisst, dass die Vibrationsdämpfer unter dem Motor und unter dem C-Drive nicht mehr in Ordnung sind, und das gehe ich heute an. Den Motor ausbauen ist nicht so das Problem, aber alles, was danach kommt, da habe ich schon sehr viel Respekt davor. Sag was! Los. Christoph hat sich ein paar Tage erfolgreich jetzt rumgedrückt, was ich verstehen kann, weil das ist schon ein großer Klotz, aber kann das. Danke. Ja, ich meine, du hast ja hier schon ganz andere Sachen gemacht, also nicht ganz andere, aber du hast ja hier schon ganz viel gemacht, also warum soll das nicht funktionieren? Ja, das stimmt schon, aber trotzdem habe ich immer Respekt, wenn ich große Sachen angehe. Aber ihr wisst immer noch nicht, um was es eigentlich geht. Ihr wisst, dass die Vibrationsdämpfer unter dem Motor und unter dem C-Drive nicht mehr in Ordnung sind, und das gehe ich heute an. Es geht darum, dass ich erstmal den Motor ausbauen muss, anheben muss, dann wird er hier hinter mir stehen und dann habe ich hier unten Platz, um weiterzuarbeiten. Und ja, ich habe schon Respekt davor, weil den Motor ausbauen ist nicht so das Problem, aber alles, was danach kommt, Rahmen ausbauen, Füße ausbauen und dann vor allem alles wieder einbauen und den Motor wieder ausrichten, da habe ich schon sehr viel Respekt davor. Aber es wird schon gehen, Stück für Stück, ganz langsam. Ich habe genug Zeit und fange jetzt in Ruhe an. Ich bin im Motorraum unserer Amel Santorin 46 und hinter mir seht ihr den Motor, das ist ein Perkins Prima M50. Hier unten diese Vibrationsdämpfer, da gibt es insgesamt 4 Stück davon, von diesen hier, unter diesem Rahmen, diesem grauen Rahmen. Und dann gibt es 2 weitere hier unter diesem blauen Teil, das ist der C-Drive. Und der C-Drive ist der Antrieb, der geht dann praktisch auf die Welle und auf den Propeller. Ja, der muss raus. Das ist ein größeres Projekt, habe ich mich auch, glaube ich, ein bisschen davor gedrückt. Und jetzt geht es aber los. Als allererstes habe ich die Batterie abgeklemmt, Seewasserzufuhr ist auch schon abgeschiebert und jetzt baue ich erstmal hier diesen Auspuffstrang zurück, damit ich hier auch ein bisschen mehr Platz habe. Und dann werde ich so nach und nach alles abklemmen und hoffentlich heute Nachmittag den Motor ausheben können. Der große Moment ist gekommen, ne? Wir versuchen jetzt den Motor auszuheben. Na, wir ja nicht. Also er hängt hier schon halb, er wackelt auch schon. Wir haben diesen Einmann-Flaschenzug, der wie ein Kettenzug funktioniert, und eine Leinenverbindung am Motor, und er soll dann hier später quer stehen. So, und jetzt probieren wir es. Hängt da und bewegt sich nicht mehr. Zu schwer dafür. So, er geht runter. Okay, er steht. Alter Falter. Respekt.
Da hast du dir eine Cast-Limon verdient. Ja, irgendwie schon, ne? Wer Cast-Limon nicht kennt, das ist das leckerste Zitronengetränk, was es gibt auf dem spanischen Markt. Da können die Großen aus dem Coca-Cola-Konzern lange nicht gegen anstinken. Lange nicht. Das schmeckt so richtig nach Zitrone, richtig lecker. Bevor es jetzt hier gleich mit dem Video weitergeht, haben wir eine Info für euch. Und zwar haben wir festgestellt, dass wir 2 Interessengruppen an Zuschauern haben. Einmal die Segelbegeisterten, die Segeln, Landleute, Bordleben sehen möchten, und einmal die eher Technikbegeisterten. Und da haben wir eine ganz tolle Neuigkeit für euch. Und zwar für die Technikbegeisterten wird es einen zusätzlichen Kanal geben. Da arbeiten wir gerade hart daran. Der heißt dann Hafenkino Technik. Wir stehen in den Startlöchern zu dem Kanal. Und sobald wir fertig sind und das losgeht, werdet ihr hier eine Information bekommen darüber. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch dort folgt. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder auch Themenvorschläge, dann schreibt sie gerne jetzt in die Kommentare. Wir nehmen das alles gerne und dankbar auf. Wir freuen uns darüber. Also bis demnächst auf Hafenkino-Blog und Hafenkino Technik-Blog. Und jetzt geht's mit dem Video weiter. Viel Spaß! Ich glaube, gestern ist nicht so richtig klar geworden, wie wir den Motor rausgehoben haben. Wir haben einmal hier so ein Ein-Mann-Mastklettersystem. Das ist im Wesentlichen sowas wie ein Kettenzug, nur halt mit Seil. Und den habe ich an der Baumnock vom Großbaum festgemacht. Und damit der Großbaum aber nicht absinkt, habe ich hier ihn nochmal mit einem Fall, und zwar vom Besanmast, das ist das hier, nochmal unterstützt, sodass diese Last, die hier durch den Motor draufkommt, eben nach oben und dann über dieses Fall abgeleitet wird. Und das hat sehr gut funktioniert. Jetzt sind wir allerdings schon einen Tag weiter und jetzt geht es weiter im Motorraum, den sauber zu machen, Maße zu nehmen und vorzubereiten für die Demontage von dem Rahmen. Hinter mir seht ihr den leeren Rahmen, der Motor ist ja raus. Ich habe jetzt nochmal alle Maße abgenommen hier von den Füßen, damit ich die später wieder einbauen kann. Also einmal hier oben das Maß und einmal hier unten das lichte Maß, weil ich ich brauche ja die Höhen, damit ich einen groben Anhaltspunkt habe, wo der Rahmen saß. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass ich hier die Traverse abnehme mit den Vibrationsdämpfern. Dann ist das hier hinten frei, dann muss hier hinten die Pumpe ab und dann kann ich den Rahmen ausbauen. Der Motorraum ist jetzt soweit ausgeräumt, der Rahmen ist endgültig ausgebaut und ich habe hier mal die Vibrationsdämpfer mal alle ordentlich aufgestellt und wollte euch mal kurz zeigen, wie die jetzt aussehen. Bei dem hinteren sieht man eindeutig hier unten auch an den Ausblühungen und auch an der Gummiverformung hier unten auf der linken Seite ist eine Verformung, dass der also nicht mehr gut war. Im Motorraum mache ich dann die nächsten Tage sauber. Wir bekommen eine Schlechtwetterfront, deswegen mache ich mich jetzt an die nächste Aufgabe ganz schnell ran.
Der Motor ist ausgebaut, der Rahmen ist ausgebaut, Rahmen ist vorbereitet und lackiert. Und heute geht es darum, an dem C-Drive die Vetus-Kupplung und die Befestigung der Vetus-Kupplung auf der Welle vom C-Drive abzuziehen. Das wird nicht ganz einfach sein, aber ich habe mir da einen Trick überlegt. Das ist dieses Ding hier. Also das hier sind die Gummidämpfer in der Vetus-Kupplung, die werde ich danach austauschen. Und das alles bis hier hinten, wo mein Zeigefinger ist, das muss so abgezogen werden. ¿Lo has pedido? Sí, he pedido aquí a tu compañera. ¿Has cogido algo de Francisco? Muy corrosivo, ¿no? No, solo tornillos, turcas. Ok. Es lo único. ¿Vale? Pues Ok, saca todo esto, ¿eh? es todo. Muy bien. Sí. Der Typ total gut, weil das aufschreibt müssen. Sí, uno. 8, ¿no? Das war ja hier mal so ein Industriegebiet gewesen, vor gar nicht so langer Zeit, wo auch zum Beispiel die Olivetti Schreibmaschinen gefertigt wurden. Und ich glaube, dass solche Läden hier, wir waren kürzlich in einem Gummiladen, und dass solche Läden hier Überreste davon sind. Allein schon das Design oben und wie es dann innen aussieht, das ist grandios. Wer hat's gefunden? Marion ist die größte Rechercheuse, die es gibt. Ja, ich finde die Läden immer. Genau, ich sag immer, was Marion im Netz nicht findet, das gibt's auch nicht. Ja, das sage ich auch immer. Stimmt. Ja, und wenn Christopher sucht, dann kommt er und sagt, ich brauche. Genau. Wo gibt's denn das? Genau, also das ist dann Marions Beitrag zum Schrauben sozusagen. Ja, und der ist nicht unwichtig. Und jetzt sucht Marion einen Kaffeeladen, das ist nämlich Ja, auch immer hat ganz sie wichtig. Hat sie auch gefunden? Der hat doch gefunden. Gut. Ja, muss hier um die Ecke sein. Ja, sehr schön. Wir waren ja gestern bei dem Schraubenladen in der Stadt gewesen, haben alle Schrauben bekommen, übrigens für 101,70 €. Aber das war ja auch zu erwarten, das sind große, schwere, dicke, stabile Schrauben. Wir treten langsam in die heiße Phase ein. Der Rahmen ist vorlackiert, der Motor ist soweit entrostet an den Stellen, wo der Lack abgeplatzt ist. Den wollte ich auch noch mal zumindest ein bisschen optisch ansprechender machen. Wenn das dann alles schon unten schicko ist, dann wäre es ja schade, wenn der Motor da nicht mitzählt. Und mache mich jetzt an die Vorbereitung, um den dann auch zu lackieren. Übrigens, der Schraubenladen gestern war einer der Gründe, weswegen wir gesagt haben, wir bleiben in Barcelona erstmal für die Zeit, wo wir den Motor machen. Denn der Schraubenladen ist einer von mehreren Spezialläden, die es in der Stadt gibt, die wir brauchen bei solchen Sachen. Es gibt auch diesen Gummispezialistladen, wo ich zum Beispiel diese
Schläuche bekommen habe. Die bekommt man nicht überall und auch nur zum Bruchteil, als wenn ich sie jetzt bei Perkins Deutschland bestellt hätte. Und der Schraubenladen ist ein anderer davon und es gibt noch viel mehr, von denen wir wissen, dass wir dort Sachen bekommen. Wir können zum Beispiel auch Kunststoffplatten lasern lassen oder also ausschneiden lassen als Schaltpanel und so weiter. Und deswegen sind wir erstmal hier geblieben. Jetzt geht es aber weiter mit dem Motor. Ich werde jetzt weitermachen und werde die Traversen, die unter dem Motor sitzen, also die Träger unter dem Motor, den Rahmen unter dem Motor, ja, einbauen. In den letzten Tagen war es relativ ruhig. Ich habe vor allem auf diese Vibrationsdämpfer hier gewartet und auf die Ersatzteile für diesen Wasserverteiler. Und jetzt ist es endlich soweit. Die Cushy Floats sind heute angekommen. Das sind die Vibrationsdämpfer, die isolierten für den C-Drive-Kopf. Diese Traverse kommt dann da noch drüber. Und wie ihr seht, es gibt keinen Rost mehr hier unten. Das ist alles schick. Also wir haben hier den C-Drive-Kopf mit der Welle. Wir haben hier die zwei Cushy Floats, die dann über diese Traverse den C-Drive tragen werden, den Kopf davon. Und das hier ist der Riemen für den Wellengenerator, den habe ich drüber gelegt, sonst vergesse ich den zum Schluss. Ihr seht auch, der Rahmen ist eingebaut. Die Höhe der Vibrationsdämpfer ist natürlich im Moment nur provisorisch. Das kommt dann erst, wenn der Motor drin steht und auf die Welle ausgerichtet wird. Ich mache mich heute dran, den Motor einzuheben. Der ist ja hinter mir, ist soweit fertig, hat eine neue Farbe bekommen, hat hier oben neue Trittplatten bekommen. Ich habe gestern noch mal Kleinigkeiten gemacht, irgendwelche Undichtigkeiten beseitigt, ins Thermostatventile wieder eingebaut und so weiter. Also der ist soweit bereit. Unten ist alles bereit. Und was noch nicht bereit ist hier das Cockpit. Da ist noch Chaos. Ich werde jetzt erstmal hier die ganzen Kuchenbuden-Seitenteile abhängen und den hinteren Teil wegmachen. Da kommt dann der Kettenzug hin. Ich konnte mir einen Kettenzug ausleihen hier vom Mechaniker. Der wird dann an dem Großbaum angeschlagen und dann kann ich den Motor wieder einheben. Wir haben jetzt alles sofort vorbereitet. Der Kettenzug hängt am Großbaum. Unten ist alles vorbereitet. Wenn ihr sowas macht, denkt bitte dran, wenn der Motor im Motorraum steht oder ob er im Cockpit steht, das verändert den Trim des Bootes maßgeblich. Wir hatten hier in den letzten Tagen häufiger mal starken Seitenwind mit 15 bis 20 Knoten und das Boot hat sich deutlich mehr geneigt als vorher. Na, da hätte auch aber ordentlich was kommen müssen, dass da was passiert. Aber es hat deutlich mehr geschwankt als sonst, das stimmt. Ja. Und? Bist du zuversichtlich? Ja. Aber ein bisschen Bauchschmerzen. Ja klar, das Ding ist schwer, wenn da was passiert. Schwer und teuer. Wenn da jetzt was passiert, ist blöd. Also ich fühle mich jetzt mit dem Kettenzug sicher. Ich habe mit so einem Kettenzug den alten Motor auf einem allerersten Boot ausgehoben und das war ein Träumchen. Das konnte man millimetergenau bewegen, ohne Kraftanstrengung. Kannst du mal rüberkommen, bitte? Ja. Dass ich den Motor drücke und du die Kette schiebst, die Kette ziehst. Hier ist aber der Balken unten drin im Weg. Ja. Tu mal bitte. Ich weiß noch nicht, welches ist. Die andere Seite. Schneller, schneller, schneller.
Was man vielleicht auf den Videos nicht so ganz gut erkennen konnte, was mache ich denn eigentlich hier beim Ausrichten? Und das will ich euch einmal kurz zeigen. Ich habe hier einfach nur ein Blatt Papier. Ich möchte eine einheitliche Distanz messen zwischen den zwei Flächen, die aufeinander liegen. Und dazu stecke ich das Papier von oben rein. Und ich zeige euch das mal an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Wenn ich jetzt hier, also das ist das Ausrichtungstool und das ist vom Getriebe der Ausgang der Flansch. Und zwischen diesen beiden will ich praktisch, dass rundum der gleichmäßige Abstand herrscht. Und wenn ich jetzt hier versuche, das Papier reinzustecken, dann gelingt mir das nicht. Wenn ich versuche, das von hier unten einzufädeln, dann sehe ich, ich komme rein. Wenn ich das jetzt unten rum schiebe, dann sehe ich, hier unten geht es auch und drüben geht es auch wieder hoch, aber nur bis zu diesem Punkt. Das heißt im Prinzip, dass diese zwei Flächen so gegeneinander gehen. Und wenn das hier der C-Drive wäre, dann macht der Motor im Moment noch so. Also er schnabelt unten auf. Das heißt, ich muss den Motor dazu bringen, dass er hinten runter geht. Und das wäre jetzt natürlich einfach zu sagen, ich schraube hier an dem hinteren Auflager einfach ein Stück nach unten. Aber leider ist es nicht ganz so einfach, denn hier um diesen Punkt herum kippt das Ganze. Das heißt, wenn ich hinten runter gehe, dann kippe ich hinten hoch und dann schiebe ich auch den C-Drive wieder nach oben, wenn ich hier diesen Abstand nicht reduziere. Deswegen ist das nicht ganz so banal, als wenn ich einfach nur einen Motor hätte mit 4 Füßen. Da ist es einfach. Sondern ich muss da eben immer genau überlegen, wenn ich jetzt hinten hochdrehe, dann geht der vorne runter, was passiert dann eigentlich? Und deswegen gehe ich mittlerweile mit ganz kleinen Schritten nur noch vor, weil ich bin schon sehr nah dran. Das heißt, ich gehe jetzt immer viertelumdrehungsweise vor und schaue dann, schließt sich der Spalt oder geht er auf? Nochmal ein kurzer Nachsatz. Ich bin Laie. Ich habe 4 Tage jetzt gebraucht fürs Ausrichten. Ein Profi ist da bestimmt schneller, aber der wird auch damit zu kämpfen haben, dass das alles Gummi ist und sich auch verzieht, sobald man irgendwas festdreht. Und das ist ja, hängt ja auch alles miteinander zusammen, baut alles aufeinander auf. Der C-Drive darf nicht zu hoch gedrückt werden, der soll eigentlich gar keinen Druck haben. Ich kann mir vorstellen, dass ein Mechaniker an einem früheren Punkt sagt, das reicht jetzt. Und deswegen bin ich froh, dass ich es selber gemacht habe, auch wenn es jetzt echt ewig gedauert hat und ich ganz schön am Fluchen war. Aber ich weiß jetzt, es geht nicht besser. Und weil eben das C-Drive so ein sensibles Bauteil ist, das kostet 35.000 €, wenn das kaputt geht und man es ersetzen muss. Und deswegen will ich da wirklich alles rausholen, damit ich das auf keinen Fall kaputt mache. Der Motor ist ja jetzt auf die Welle ausgerichtet, aber er muss noch einmal raus, damit die Wellenkupplung, das ist die Wellenkupplung mit dem Teil, was auf die C-Drive-Welle draufkommt, und das ist die Riemenscheibe vom Wellengenerator. Hier kommt dann der Motorflansch dran. Jedenfalls das muss jetzt noch auf das Alignment-Tool, diese Einstell-Kunststoffhülse muss runter und das hier muss drauf, und dazu muss der Motor ein Stück hochgehoben werden, sonst geht das nicht. Und ich hoffe, dass wir uns die Einstellung damit nicht kaputt machen. Ich habe jetzt so gut wie möglich Referenzpunkte gelegt und gemessen. Ich habe Anschläge gebaut und stelle auch hier fest, dass hier auch ein bisschen Spiel drin ist. Also das ist nicht ganz plan. Jetzt müssen wir mal gucken, dass es jetzt praktisch das, worauf wir keinen Einfluss mehr haben. Und ja, fangen jetzt an. Motor ist wieder drin, Wellenkupplung ist eingebaut, die Motorfüße sind festgezogen und ich bin froh, dass ich mir diese ganzen Markierungen gemacht habe, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht an dieselbe Stelle bekommen, und auch diese Anschläge waren ganz gut, dass ich die gebaut habe. Und so sieht es jetzt aus.
Also wir haben hier einmal die Wellenkupplung. Das ist der Schaltzug. Und da kommt die Wellenkupplung noch hin. Hier kommt das Abgasrohr noch hin. Füße sind festgeschraubt. Ich habe noch mal ein bisschen Farbe drüber gemacht. Das heißt, alles was jetzt fehlt, ist hier den Motor praktisch wieder anschließen. Hier die elektrischen Verbinder sind natürlich alle noch offen. Alles was hier oben noch hängt, muss noch angeschlossen werden. Hier fehlt der Dieselschlauch, da fehlt der Rücklaufschlauch vom Diesel. Da hinten fehlt der Gaszug. Und natürlich fehlt am Anlasser fehlen auch noch Kabel. Und der Wellengenerator, wenn er dann erstmal eingebaut ist, dann muss er natürlich auch noch verkabelt werden. Und hier hinten der Vakuumbrecher, der hier hingehört, der fehlt auch. Und dann muss halt hier ans Kühlsystem die Schläuche noch angeschlossen werden. Die gehen zum Warmwasserbereiter. Und da kommt auch der Entlüfter dran. Also hier und da, der geht dann bis hier oben, bis dahin etwa. Hier habe ich die Entwässerung für den Entlüfter gemacht. Das geht direkt in ein Lenzrohr vom Cockpit rein. Also es sind noch ein bisschen Verkabelungssachen zu machen, aber das geht jetzt so langsam vor sich hin. Ich werde jetzt hier erstmal aufräumen, dass ich hier die Beine frei habe und mache mir Musik an und schraube noch ein bisschen. Wir lachen! Wir haben einen Grund zu lachen. Wir haben dummerweise die Kamera nicht angehabt. Aber die Maschine läuft. Wir haben die Maschine gestartet. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob sie dreht. Und weil das letzte Mal hatte ich nämlich ein Kabel vergessen aufzulegen und sie drehte. Und dann war ich schon so drin im, ja, dann muss ich jetzt hier aufdrehen und damit der entlüftet ist und dann zack, auf einmal liefer und so total schnell. Also kalt und nur ganz kurz entlüftet, das ging super schnell. Und dann, ja, sie lief und ihr hattet leider die Kamera nicht an. Nee. Aber wir zeigen es euch nochmal. Wir zeigen es nochmal. Okay? Ja. Marion kuppelt jetzt mal ein. Ein bisschen mehr Gas. Oh Mann, wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Ich glaube, jetzt sind wir beide erschöpft, oder? Ja. Erleichtert eher. Jetzt muss es nur noch gut sein. Das weiß ich noch nicht. Doch. Ja. Also ich hatte vorhin beim ersten Einschalten hatte ich den Eindruck, er eiert ganz leicht. Aber sobald man ein bisschen auf Drehzahl geht, ist das weg. Also das ist schon gut eingestellt. Vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung. Also ich habe einen Monat gebraucht dafür. Es hat ja jetzt auch so lange gedauert, weil wir auf die Teile warten mussten. Wenn die Teile da gewesen wären, wäre es ja schnell gegangen. Ja. Also haben wir auf diverse Teile warten müssen. Ja, das stimmt. Also einmal hat die Wellenkupplung gefehlt, weil mir die kaputt gegangen ist. Und das Alignment-Tool. Und das Alignment-Tool, genau. Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit gedauert. Aber Vibrationsdämpfer für den C-Drive. Genau, Die haben auch noch. Genau, ich hatte erst die K75 gekauft für den C-Drive, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass das Richtige ist, aber das waren die falschen. Die haben einen anderen Lochabstand, die haben nicht gepasst, dann haben wir da nochmal welche bestellt. Ja. Jetzt weiß ich, wie es geht. Das nächste Mal geht es schneller. Ja. Wann musst du die wieder tauschen? In 10 Jahren. Man soll die alle 3000 Motorstunden tauschen. 3000 Motorstunden, Ja. die schaffen wir ja nicht mehr. Wir segeln ja nur noch. Ja.
Genau. Ich glaube, es fällt gerade die ganze Anspannung ab. Ne? Aber 3000 Stunden oder so und so viel Zeit. Das ist doch immer entweder Stunden oder Zeit. Also ich kenne nur die Angabe. Das ist ein guter Hinweis. Wenn das jemand weiß, so und so viele Jahre oder so und so viele Stunden, dann kann er uns das sagen. Ich würde mal auf 10 Jahre tippen, aber die alten waren jetzt bestimmt 30 Jahre drin. Ja, die waren ja von Anfang an drin. Aber so ein Gummi wird ja spröde, deswegen gibt es bestimmt auch eine Zeitangabe. Könnte ich mir vorstellen. Ich kenne das so von anderen Sachen. Ja. Gut, mal ins Produktdatenblatt reingucken, da müsste es eigentlich drin stehen. Ne? Haben wir es jetzt? So! Yes! Läuft! So, kann mal bitte jemand vorbeikommen und hier aufräumen? So, gut. Geschafft. Bis demnächst auf dem Wasser, liebe Freunde. Ja, genau.